Leute, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich wollte einfach nur nach Korea fliegen, ja? Ein bisschen Sightseeing, nice Vlogs machen, ein bisschen was essen, shoppen gehen. Aber was gerade passiert ist, war nicht normal. Es klopft immer dreimal hintereinander. Hä, wer ist das? Das ist dezent gruselig. Okay, aber das Ganze erstmal von vorne. Ja, Leute, was geht? Ich bin's, Ihre Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Und heute geht es das allererste Mal für mich nach Südkorea, Leute. Und da nehme ich euch mit. Das heißt, ein neues Abenteuer erwartet euch auch. Ich dachte mir, ich werde diesmal auf jeden Fall Südkorea besuchen und mal gucken, wie es da so ist. Ich glaube, es wird richtig, richtig cool. Ich freue mich so krass darauf, dass ich schon die Nacht nicht schlafen konnte. Ich habe so wenig geschlafen, also sorry, falls ich müde aussehen sollte. Ich hoffe natürlich, dass ich im Flugzeug schlafen kann, aber wenn ihr mich schon länger kennt, dann wisst ihr, ich habe immer noch Flugangst. Lasst unbedingt Daumen nach oben da für mehr Videos von dort, wenn ihr auch darauf Lust habt. Und wart ihr auch schon mal in Südkorea oder noch nicht? Oder wolltet ihr schon immer mal dorthin, oder was ist euer Traumreiseziel? Und natürlich habt ihr schon Maiferien. In Hamburg haben die ja begonnen. Und ja, ich würde sagen, Alter, ich bin so richtig nervös. Ich zeige euch mal, was ich für Snacks geholt habe. Weil Snacks, Leute, sind wichtig. Das ist meine Priority, okay? Willkommen zu Beckys Snack Haul, weil ich so ein Foodie bin. Ich habe mir solche Koro-Proteinriegel geholt. Die hauen zwar rein, aber die schmecken so gut. Und ein bisschen Zucker braucht man ja manchmal, ne? Dann habe ich mir die viralen Matcha-Erdbeeren geholt. Tada! Ich habe mir noch diese Pistazienschnitte hier mitgenommen und die sind so nice. Dann Cashewnüsse. Manchmal habe ich irgendwie Bock auf Nüsse und ja, die sind ungesalzen, ganz natürlich. Dann habe ich mir bei Muji diese Erdbeeren mit weißer Schokolade noch geholt. Die sind so gut, Leute. Dann noch solche Schokoreiswaffeln in klein. Dann habe ich gesehen, die hier sind neu. Das sind solche Kaugummis mit Ananasgeschmack. Voll nice. Und beim Flugzeug, wegen Druck und so, ist ja sowieso ganz gut, Kaugummi zu kauen. Das ist, finde ich, auch total beruhigend. Das Problem ist nur, ich habe eine Zahnspange. Da macht gar nichts mehr so richtig Spaß. Aber ja, ich glaube, bei Start und Landung werde ich die mal eben rausnehmen, ein bisschen Kaugummi kauen. Und das ist jetzt kein Snack, aber vielleicht werde ich mir eine Maske raufmachen während des Flugs. Eine Capybara-Maske, um die Leute zu erschrecken. Why not? Und ich würde sagen, wir sehen uns am Flughafen, wenn es soweit ist. Weil ich muss noch ein bisschen was packen und ich darf nichts vergessen. Und ja, also bis später. Yeah, sunny days, sunny days, sunny days. No clouds in the sky, but again, away feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Feels like it's been a freaking. Ich bin jetzt angekommen in München, aber ich muss von hier jetzt den langen Flug antreten. Und dann geht es ab nach Seoul. Und ich muss jetzt eben mit dem Shuttle fahren. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich muss auch noch durch die Passkontrolle. Und dann sehen wir uns, wenn ich da bin. Ich bin jetzt endlich am Gate angekommen. Jetzt muss ich noch ungefähr eine halbe Stunde, glaube ich, warten. Dann fängt das Boarding an und dann beginnt der richtig lange Flug. Ich glaube, ich muss 11 Stunden fliegen, meine ich. Oder länger, ich weiß es nicht. Aber ich versuche irgendwie die Zeit rumzubekommen, indem ich viel schlafe und mir ein paar Filme reinziehe. Mal gucken, was es da so an Filmen gibt. Aber ich versuche so viel wie möglich zu schlafen, wegen meiner Flugangst und so, Leute. Aber es funktioniert nicht immer, aber hoffentlich. Und ich will keinen Jetlag bekommen, weil wenn ich dort lande, wird es ungefähr 10 Uhr morgens sein. Das heißt, ich muss noch richtig lange wach bleiben, plus noch richtig lange warten, bis ich einchecken kann ins Hotel. Also ich kann ja erst, glaube ich, so gegen 16 Uhr einchecken. Deswegen, ich werde sowas von K.O. sein. Ich muss irgendwie schlafen. Egal, ich laber jetzt nicht so viel. Ich werde jetzt eben ein bisschen hier chillen. Und ja, dann sehen wir uns im Flugzeug. Leute, die Speise- und Getränkekarte kam und das gibt es heute. Und zwar Vorspeise gemischter Salat, Hauptspeise Beef Bulgogi. Das klingt mega nice. Ich hoffe, es schmeckt auch so lecker, wie es eigentlich schmecken soll. Und dann kann man ansonsten noch Pasta nehmen. Und Frühstück ist das hier. Ja, ich glaube, das klingt ganz lecker. Leute, es ist einfach mal 3:24 Uhr. Gruselige Zeit in Korea. Egal wie sehr ich es versuche, ich kann einfach nicht schlafen. Ich weiß nicht, woran das liegt, wegen der Zeitverschiebung, weil ich so nervös bin, weil das jetzt ein neuer Ort ist. Keine Ahnung, aber ich will jetzt nicht so lange reden, weil die meisten Leute schlafen. Und hofft für mich nicht, dass irgendwas Gruseliges passiert. Ich glaube, wenn ich ankomme, ist es bei euch in Deutschland fast 3 Uhr oder schon 3 Uhr.
abgeholt und jetzt muss ich mich ein wenig beeilen, weil ich glaube, der Taxifahrer schon auf mich wartet, um mich zum Hotel zu bringen. Auf jeden Fall war der Flug actually chillig. Ich bin jetzt im Hotel und so richtig angekommen in Seoul. Leute, ich war mega K.O. Ich konnte mich leider nicht vorher mehr melden, weil es ging gar nichts mehr. Wirklich jetzt. Ich habe jetzt die Stunden im Hotel unten in der Lobby verbracht, bis ich einchecken konnte. Und danach habe ich mich direkt geduscht, mich hingelegt, ein wenig geschlafen, weil ich war so K.O., Leute. Ich brauchte Schlaf. Und jetzt können wir gleich zur Convenience Store gehen. Ich glaube, hier ist irgendwie ein CU. Hier gibt es ja 3 verschiedene, meine ich. CU, GS25 und 7-Eleven. Das sind quasi solche kleinen Läden wie so Spätis bei uns, Kiosk. Und ich werde mir da auf jeden Fall was zu trinken holen. Und dann wollte ich noch was essen gehen. Ich wollte unbedingt ein Gericht ausprobieren, was ultra hier gehypt ist. Also der Laden ist super gehypt. Und das Gericht soll sehr, sehr lecker schmecken. Das habe ich noch nie vorher probiert. Dann werde ich erstmal gucken, wie das Ganze hier mit der U-Bahn funktioniert. Weil da habe ich auch gar keine Ahnung. Ich muss mir auch noch ein Ticket holen. Und vielleicht gehe ich dann heute Abend noch nach Myeongdong. Mal schauen, wie ich mich fühle und so. Aber ansonsten geht die Action erst so richtig morgen ab. Also erstmal heißt es ankommen und sich alles anschauen und gucken, wie alles funktioniert. Das mache ich eigentlich immer so. Und ja, hofft für mich, dass ich das hinbekomme, dass es nicht allzu chaotisch ist. Weil U-Bahn, Leute, ist manchmal echt Endgegner. Tada! Hier haben wir einen Convenience Store und da gehen wir mal eben kurz rein. Let's go! Ich habe mir jetzt so diesen Eisbecher hier geholt. Das kennt ihr ja vielleicht von solchen TikToks und so weiter. Und da füllt man jetzt so ein Getränk hier rein. Die gibt es in verschiedenen Sorten und verschiedenen Packungen und Größen. Und ich habe mich jetzt für irgendwie Apfel mit Zitrone entschieden. Keine Ahnung, ich hatte irgendwie Lust auf Limonade. Okay, Leute, Taste-Test. Mal gucken, wie das schmeckt. Ich habe ja super viele Sorten, die ich eigentlich ausprobieren könnte. Warum schmeckt das nach Essig, Digga? Habe ich mir Essig gekauft? Das ist doch ein Getränk. Ich hätte den Google-Übersetzer nehmen sollen. Leute, hier steht auch eine Kalorienzahl. Hier steht sogar in den Becher mit Eiswürfeln. Ich weiß nicht. Irgendwie, nein. Ich bin mir sicher, es war Essig, Leute. Das war so sauer und weird. Das schmeckte wie Essig. Tada, ich bin endlich angekommen. So sehen die Gerichte aus und ich wollte unbedingt das hier probieren, weil das ist ultra gehypt und das soll richtig gut schmecken. Und Essen ist da, Leute, guckt mal. Wow, das sieht so gut aus. Und das verrührt man und dann tut man das in seine Schale und dann kippt man heißes Wasser hier noch rein. Und dann macht man wieder den Deckel zu und dann kann man den Rest noch essen. Der Reis, der da dran klebt. Dann kriegt man noch dazu einen Salat, Kimchi, rote Paste, dann noch ein paar Chilis. Ich glaube, die sind aber verdammt scharf. Soße, Suppe und noch ein Yakult. Yummy! Und hier an der Seite ist Besteck und Papier. Wasser und die Suppe hier, damit das noch Geschmack hat. So, das kippen wir nochmal mit ein bisschen Wasser auf. Und jetzt Deckel zu. Und nachher ist die Suppe fertig. Okay, jetzt Taste-Test. Mal gucken, wie es schmeckt. Fleisch ist richtig zart. Der Reis ist auch nicht zu arg gewürzt, deswegen hat man ja noch die Soße hier. Aber ich glaube, ich werde noch ein bisschen was draufkippen, weil ich finde, das kann noch ein bisschen Soße vertragen. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Soße ist, aber wir kippen die einfach mal rauf. Riecht irgendwie extrem nach Knoblauch. Ich glaube, es ist irgendwie eine Knoblauchsoße oder so. Mit Soße noch so viel besser. Ich habe vorhin nur ein bisschen reingemacht, aber man muss alles reinkippen. Aber ich finde, das ist etwas, was jeder essen kann. Weil vieles ist ja hier super scharf, aber das ist so ein Gericht, das kann jeder essen. Okay, das sieht sehr scharf aus.
Irgendwie traue ich dem Ganzen nicht, aber ich werde es probieren. Leute, macht mal jetzt ganz viele Chilis unten in die Kommentare, wenn ihr auch scharf mögt. Und bewertet mal eure Scharfskala unten in die Kommentare. Wie arg scharf könnt ihr essen? Also ich würde sagen, ich kann so eine 7 von 10 vertragen, aber eine 10 von 10, da bin ich raus. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Eine 9 von 10, würde ich sagen. Es ist eingelegt, schmeckt ein bisschen süß. Aber boah, es ist brutal scharf. Meine Nase ist direkt am Laufen, Leute. Trau den kleinen Chilis nicht. Das sind die schlimmsten von allen. So sieht die Suppe jetzt aus. Der Reis hat sich gelöst von diesem Pot hier. Und jetzt hat man so eine kleine Reissuppe. Mal gucken, wie die so schmeckt. Ist irgendwie wie eine Miso-Suppe. Nur mit ein bisschen Reis noch. Eigentlich fast dasselbe. Und nicht so aromatisch. Schmeckt ein bisschen mehr nach Wasser. Aber ich habe auch alles an Wasser reingekippt, Leute. Aber ansonsten ist es so wie eine Miso-Suppe. Und noch schnell Nachtisch geholt bei so einem Cookie-Laden. Ich konnte einfach nicht dran vorbeigehen, Leute. Die sahen so gut aus. Ihr habt das auch gesehen, oder? Leute, guckt euch mal diesen heftigen Keks an. Der sieht so gut aus. Irgendwie ist das S'mores oder so. Wow. Aus Myeongdong. Ich habe es dorthin geschafft. Eine Runde Applaus für mich. Es war gar nicht mal so einfach, aber ich habe es geschafft und das Viertel ist so nice, Leute. Ich liebe es jetzt schon. Und wisst ihr, was ich für einen Laden gefunden habe? Tada! Leute, Pop-Mart! Und wen seht ihr hier? Labubu. Ich habe mir so ein paar Blindboxen geholt. Die werde ich auf jeden Fall mit euch auf Instagram öffnen. Nach und nach dachte ich mir, weil ich liebe es, sowas zu öffnen. Aber eins muss ich euch zeigen. Ihr glaubt nicht, was ich mir gekauft habe. Einen Labubu, Leute. Ein XXL Labubu. Habt ihr den schon mal gesehen? Der ist einfach mal ein König. Was, habt ihr es gehört? Es klopft immer dreimal hintereinander. Habt ihr es gehört? Ist das jemand vom Roomservice? Was ist los? Okay, wir schauen einfach mal. Keine Ahnung. Was ist los? Hä? Leute, was ist los? Okay. Hä? Leute, hier ist keiner. Hä? Wer hat geklopft? Okay, keine Ahnung, wer jetzt da geklopft hat, aber vielleicht hat sich jemand im Zimmer versehen. Also, ich weiß nicht, es klang ein bisschen unfreundlich, fandet ihr nicht? Leute, der Fernseher ist von selber angegangen. Warum ist da so ein gruseliges Rauschen? Das ist dezent gruselig. Ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, wo die Fernbedienung ist. Wo ist die? Ey, sag mir nicht, das liegt daran, dass ich entweder die Geisterspiele gespielt habe zu Hause und das verfolgt mich, weil das wäre ja die Warnung, oder es hat irgendwas mit Charlie, Ballerina, Cappuccino oder sonst was zu tun. Ey, sag mir nicht, irgendwelche Geister verfolgen mich sogar hierher, Leute. Wenn ihr wissen wollt, was ich noch so in Korea erlebe, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, verpasst ihr kein neues Video. Und wenn ihr wollt, dass ich hier eine Nachtwanderung mache, also ein Walk-and-Talk durch Korea, kommentiert mal einfach mehr Grusel, dann weiß ich Bescheid. Ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Und ich muss jetzt irgendwie hier die Fernbedienung finden.